Lektion eins: Morgenläufe. Wie lange läufst du normalerweise morgens? Ich strebe 30 Minuten an, aber manchmal mache ich auch länger. Das ist beeindruckend. Haben Sie eine Lieblingsroute? Ja, ich liebe es, am Fluss entlang zu laufen. Die Aussicht ist so erfrischend. Klingt gut. Normalerweise laufe ich im Park. Dort ist es friedlich. Dafür eignen sich Parks hervorragend. Hörst du beim Laufen Musik? Manchmal, aber ich bevorzuge die Geräusche der Natur. Das ist eine gute Wahl. Das sollte ich auch versuchen. Das solltest du auf jeden Fall. Es könnte Ihre Erfahrung verändern. Lektion 2: Lokale Köstlichkeiten. Ihr Nationalgericht sollten Sie unbedingt probieren, wenn Sie dort sind. Was ist das? Ich habe so viel darüber gehört. Es ist ein Reisgericht mit Gewürzen und Fleisch. Sehr aromatisch. Klingt köstlich. Ich liebe es, lokale Gerichte zu probieren. Ich auch. Essen verrät so viel über eine Kultur. Ja, welche anderen Gerichte empfehlen Sie? Auch die Meeresfrüchte sind fantastisch. Frisch und perfekt zubereitet. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Planen wir bei unserem Besuch eine kulinarische Tour. Lektion 3: Gangstergeschichte. Gangster wie Al Capone wurden durch den Alkoholschmuggel während der Prohibition reich. Es ist faszinierend, wie sie damals agierten. Reicht's. Sie hatten einen so großen Einfluss auf die Gesellschaft. Ja, und es führte zu vielen Veränderungen in der Strafverfolgung. Genau. Es ist eine Mischung aus Kriminalität und Geschichte. Ich frage mich, wie viele Geschichten noch verborgen sind. Es gibt wahrscheinlich unzählige unerzählte Geschichten. Es wäre interessant, mehr über sie zu erfahren. Schauen wir uns mal eine Dokumentation darüber an. Lektion 4: Flüssigkeitszufuhr und Snacks. Flüssigkeitszufuhr ist während unserer Wanderung so wichtig. Ich bringe ein paar Sandwiches und Obst für uns mit. Perfekt. Gesunde Snacks sind die besten. Klar, sie halten unsere Energie aufrecht. Und Früchte erfrischen, besonders bei warmem Wetter. Da sie sind. Hast du eine Lieblingsfrucht? Ich liebe Äpfel. Sie sind auch leicht zu verpacken. Äpfel sind großartig. Ich bevorzuge Beeren für Wanderungen. Beeren sind köstlich. Packen wir eine Mischung aus beidem ein. Lektion 5: Knuspriger Genuss. Ich habe es in einem Strandrestaurant in Brighton gegessen. Hat Ihnen der knusprige Teig gefallen? Ja, es war köstlich. Der Grund war perfekt. Haben Sie versucht, es zu Hause zuzubereiten? Ich habe. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Was ist Ihr Geheimnis für einen guten Teig? Normalerweise füge ich etwas Mineralwasser hinzu. Es macht es leichter. Was ist mit dir? Für Geschmack und Knusprigkeit füge ich etwas Bier hinzu. Es funktioniert wirklich. Das klingt interessant. Haben Sie ein Lieblingsgericht, mit dem Sie es kombinieren können?
Ich liebe es mit Fisch. Es ist ein Klassiker, finden Sie nicht? Sülu, Fisch an Chips ist ein Muss am Strand. Was ist deine Lieblingsfischsorte? Ich bevorzuge Kabeljau. Es ist flockig und lecker. Was haben Sie gern? Lektion 6: Remote Work Talk. Hi, haben Sie schon von der neuen Remote-Arbeitsrichtlinie unseres Unternehmens gehört? Ja, ich habe gerade darüber gelesen. Er klingt flexibel. Wie denkst du darüber? Ich finde es großartig. Ich kann meine Zeit besser einteilen. Arbeiten Sie lieber von zu Hause aus? Definitiv. Ich liebe die Ruhe und den Komfort meines eigenen Zuhauses. Wie sieht es mit Besprechungen aus? Wir werden Videoanrufe führen, aber es ist trotzdem schön, im Pyjama zu arbeiten. Ja, er spart auch viel Zeit beim Pendeln. Haben Sie Ihr Homeoffice eingerichtet? Ich arbeite daran. Ich brauche einen guten Stuhl. Was ist für Sie wichtig? Ein guter Schreibtisch und ein bequemer Stuhl sind ein Muss. Ich brauche auch eine gute Beleuchtung. Beleuchtung ist wichtig. Vielleicht können wir uns gegenseitig bei der Einrichtung unserer Räume helfen. Lektion 7: Gesunde Ernährung. Auf jeden Fall ist es wichtig, eine Vielzahl von Obst, Gemüse und Vollkornprodukten zu sich zu nehmen. Ich stimme zu. Eine ausgewogene Ernährung hält uns gesund. Hast du eine Lieblingsfrucht? Ich liebe Beeren. Sie sind lecker und voller Antioxidantien. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan von Mangos. Sie sind süß und erfrischend. Wie isst du deine Früchte? Normalerweise mische ich sie in Smoothies. Was ist Ihr Lieblingsrezept? Ich füge gerne Joghurt und etwas Honig hinzu. Ist köstlich. Das hört sich großartig an. Das sollte ich versuchen. Denken Sie, wir sollten uns biologisch ernähren? Es kann gesundheitsfördernd sein, ist aber nicht immer notwendig. Was halten Sie davon? Ich denke, dass es sich für einige Lebensmittel lohnt, insbesondere für diejenigen, die wir häufig essen. Lektion 8: Stärken bündeln. Das klingt vielversprechend. Lassen Sie uns besprechen, wie wir unsere Stärken bündeln können. Definitiv. Ich denke, dass Zusammenarbeit zu großartigen Ergebnissen führen kann. Wohin zeichnen Sie sich aus? Ich kann gut organisieren und planen. Und du? Ich bin kreativ und liebe es, neue Ideen zu entwickeln. Wir können uns ergänzen. Sicher. Gemeinsam können wir etwas Innovatives schaffen. Haben Sie ein bestimmtes Projekt vor? Ich dachte über eine Gemeinschaftsveranstaltung nach. Es könnte lustig und fesselnd sein. Das ist eine tolle Idee. Wir können diese Woche mit der Planung beginnen. Tja, lassen Sie uns einige Ideen sammeln und sehen, was am besten funktioniert. Ich kann die Logistik übernehmen, wenn Sie sich auf die kreative Seite konzentrieren. Lektion 9: Kleine Ziele. Wenn Ihr Ziel klein ist, macht es vielleicht Spaß, aber andererseits wäre es auch beängstigend. Ich hätte Angst davor, was passieren könnte. Ich verstehe deinen Standpunkt. Es könnte aufregend, aber auch riskant sein. Was würden Sie tun? Ich denke, ich würde es erkunden wollen, aber mit Vorsicht. Und du?
Ich würde wahrscheinlich zuerst einige Grenzen setzen wollen. Sicherheit ist wichtig. Genau, es geht um Balance. Was ist etwas Kleines, das Sie gerne ausprobieren würden? Ich würde gerne Minigolf ausprobieren. Er klingt lustig und entspannt. Das hört sich großartig an. Ich liebe Minigolf. Irgendwann sollten wir zusammen gehen. Ja, lasst uns einen Tag dafür einplanen. Ich freue mich darauf. Ich auch. Es wird eine lustige Herausforderung sein. Lektion 10. Wegbeschreibung. Gehen Sie einfach geradeaus diese Straße entlang. Sie befindet sich auf der linken Seite. Dankeschön. Ist es weit von hier? Nein, nur ein paar Minuten entfernt. Sie werden das große Schild sehen. Großartig. Ich schätze Ihre Hilfe. Gehst du oft dorthin? Ja, ich liebe die Atmosphäre dort. Es ist ein schöner Ort zum Entspannen. Klingt perfekt. Ich könnte eine kleine Pause gebrauchen. Was bestellen Sie normalerweise? Ich empfehle den Kaffee. Es ist erstaunlich. Magst du Kaffee? Bitte, ich bin immer auf der Suche nach guten Kaffeespots. Dann wird es Ihnen dort gefallen. Lass mich wissen, wie es dir gefällt. Lektion 11. Authentische Tapas. Haben Sie bestimmte Aktivitäten, die Sie gerne durchführen würden? Ich würde gerne authentische Tapas probieren. Sie klingen köstlich. Tapas eignen sich hervorragend zum Teilen. Was ist dein Favorit? Ich mag Patatas Bravas wirklich. Sie sind so aromatisch. Das ist ein Klassiker. Ich mag Gambas al Aiello, würzige Knoblauchgarneln. Steffe, wir sollten zusammen in ein spanisches Restaurant gehen. Ja, ich kenne einen Ort, der fantastische Tapas serviert. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Wann sollen wir gehen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Es wird ein lustiger Ausflug. Lektion 12. Produktive Hobbys. Sich auch im Winter warm zu halten, das ist meiner Meinung nach nicht nur ein produktives Hobby. Hilf. Hobbys können so lohnend sein. Was macht dir Spaß? Ich mag Stricken. Es ist entspannend und hält mich warm. Das ist schön. In den kälteren Monaten backe ich gerne. Backen hört sich köstlich an. Was magst du normalerweise? Ich liebe es, Kekse und Brot zu backen. Es erfüllt das Haus mit einem tollen Duft. Ich kann es mir vorstellen. Wir sollten einen gemeinsamen Backtag verbringen. Tja, ich würde Ihnen gerne einige meiner Rezepte beibringen. Das würde Spaß machen. Lass es uns bald planen. Lektion 13. Stille Zeit. Brauchen Sie etwas Ruhe? Das ist klug. Denken Sie daran, Pausen einzulegen. Ja, Pausen sind wichtig, um konzentriert zu bleiben. Was machst du in den Pausen? Normalerweise mache ich einen kurzen Spaziergang. Es macht meinen Kopf frei. Und du? Ich höre gerne Musik oder lese ein Buch. Es hilft mir, mich zu entspannen. Das sind gute Entscheidungen. Es ist schön, neue Energie zu tanken.
Hast du ein Lieblingsbuch? Ich liebe Kriminalromane. Sie halten mich beschäftigt. Die genieße ich auch. Lassen Sie uns irgendwann Buchempfehlungen weitergeben. Definitiv. Ich würde gerne Ihre Vorschläge hören. Ich werde beim nächsten Treffen welche mitbringen. Lektion 14. Sommerjobs. Computer oder Post ausliefern. Einige Studenten genießen ihre Sommerjobs. Das stimmt. Ferienjobs können eine tolle Erfahrung sein. Was hast du gemacht? Ich habe in einer örtlichen Buchhandlung gearbeitet. Es hat Spaß gemacht, mit Büchern zusammen zu sein. Das klingt erstaunlich. Ich habe in einem Café gearbeitet. Ich habe es geliebt, neue Leute kennenzulernen. Cafés können lebendige Orte sein. Hat Ihnen die Atmosphäre gefallen? Sehr viel. Es war viel los, aber ich mochte die Energie. Tolle Erfahrung. Glaubst du, dass du es wieder tun wirst? Vielleicht. Es hängt von meinem Zeitplan ab. Was ist mit dir? Ich würde gerne wieder in einer Buchhandlung arbeiten. Es war eine tolle Zeit. Lektion 15. Enge Gemeinschaft. Absolut. Wir haben hier eine eingeschworene Gemeinschaft. Gibt es Hobbys, die Ihnen Spaß machen? Ja, ich liebe Gartenarbeit. Es ist entspannt und lohnend. Was ist mit dir? Ich genieße das Wandern. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Wandern ist fantastisch. Hast du einen Lieblingsweg? In der Nähe des Sees gibt es einen schönen Wanderweg. Es hat eine atemberaubende Aussicht. Das hört sich herrlich an. Ich würde gerne mit dir dorthin wandern. Lasst uns einen Tag dafür einplanen. Wir könnten auch ein Picknick einpacken. Perfekt. Ich werde ein paar Snacks mitbringen. Was machen Sie sonst noch gerne? Ich male auch gern. Für mich ist es ein kreatives Ventil. Lektion 16. Interessante Zutaten. Haben Sie schon einmal von Inhaltsstoffen gehört, die aufgrund der Weidetechnik in Getränken wie Milch oder Bier enthalten sind? Ja, es ist faszinierend, wie unterschiedliche Geschmacksrichtungen durch die Anbaumethoden entstehen. Genau. Die Qualität des Futters kann den Geschmack wirklich verändern. Es macht mir Spaß, etwas über die Herkunft von Lebensmitteln zu lernen. Es verleiht dem, was wir essen und trinken, Tiefe. Ich auch. Haben Sie ein Lieblingsgetränk, das Sie gerne erkunden? Ich liebe es, verschiedene Teesorten auszuprobieren. Jedes hat seinen einzigartigen Geschmack. Das ist interessant. Ich bevorzuge Kaffee. Es gibt so viele Sorten zu entdecken. Kaffee kann komplex sein. Haben Sie einzigartige Mischungen ausprobiert? Ja, ich habe kürzlich einen fruchtigen Kaffee probiert. Es war überraschend gut. Lektion 17. Einstieg in die Fotografie. Hallo. Eigentlich habe ich mich mit der Fotografie beschäftigt. Es ist ziemlich aufregend. Das klingt erstaunlich. Welche Art der Fotografie macht Ihnen Spaß? Ich liebe Landschaftsfotografie. Die Natur einzufangen ist so lohnend. Naturaufnahmen sind wunderschön. Haben Sie einen Lieblingsort? In der Nähe gibt es einen atemberaubenden Nationalpark. Die Landschaft ist atemberaubend.
Wie wird Gerne begleite ich Sie auf einer Fotoreise. Das würde Spaß machen. Wir konnten Tipps austauschen und voneinander lernen. Tja, welche Kamera benutzt du? Ich habe eine DSLR, aber ich lerne, sie besser zu nutzen. Lektion 18. Pflanzliche Ernährung. Ich habe kürzlich einen Artikel über pflanzliche Ernährung gelesen und wollte einige Rezepte ausprobieren. Das ist großartig. Pflanzliche Mahlzeiten können wirklich lecker sein. Hast du welche probiert? Noch nicht, aber ich freue mich darauf, mit verschiedenen Zutaten zu experimentieren. Ich liebe es, Gemüsepfannen zuzubereiten. Sie sind schnell und lecker. Das hört sich gut an. Ich würde gerne versuchen, eine herzhafte Suppe zuzubereiten. Suppen sind perfekt für jede Jahreszeit. Welche Zutaten planen Sie zu verwenden? Ich möchte Linsen und verschiedene Gemüsesorten hinzufügen. Das klingt nahrhaft. Ich kann einige gute Rezepte mit Ihnen teilen. Das wäre großartig. Lass uns irgendwann mal zusammen kochen. Lektion 19. Überschaubare Schritte. Kleinere, überschaubare Schritte könnten funktionieren. Wie gehen Sie mit großen Aufgaben um? Ich zerlege sie in kleinere Stücke. Es macht sie weniger überwältigend. Das ist ein kluger Ansatz. Schreiben Sie Ihre Aufgaben auf. Da, ich führe eine Kiste. Es tut gut, Dinge abzuhaken. Das mache ich auch. Es hält mich organisiert. Was hilft Ihnen, motiviert zu bleiben? Ich belohne mich, wenn ich Aufgaben erledigt habe. Es hält mich aufgeregt. Belohnungen sind großartig. Ich gönne mir gerne einen Snack. Das ist eine gute Idee. Ein kleiner Leckerbissen kann einen Unterschied machen. Lassen Sie uns beim nächsten Mal weitere Tipps geben, wie Sie produktiv sein können. Lektion 20. Zeit für etwas Neues. Brauchen Sie ein neues? Ja, du hast recht. Ich denke, es ist Zeit, meinen Laptop aufzurüsten. Ich kann es nachvollziehen. Mein Alter ist zu langsam. Welche Funktionen suchen Sie? Ich möchte etwas Leichtes mit einer guten Akkulaufzeit. Das ist wichtig. Ich benötige für meine Projekte einen Laptop, der mit Grafiken umgehen kann. Gute Wahl. Habt ihr schon Modelle angeschaut? Ja, ich habe online nach einigen Optionen gesucht. Das ist klug. Bewertungen können wirklich hilfreich sein. Ja, ich möchte sicherstellen, dass ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekomme. Vergleichen wir unsere Ergebnisse und helfen wir uns gegenseitig bei der Auswahl. Lektion 21. Jazz und Rockmusik. Ich habe Jazz mit Rockmusik kombiniert. Heutzutage haben einige Musiker auch Jazz mit Hip-Hop vermischt. Das ist interessant. Durch die Verschmelzung der Genres entstehen einzigartige Sounds. Absolut. Es bringt Frische in die Musikszene. Haben Sie einen Lieblingskünstler, der diese Stile vereint? Ich höre Kamasi Washington wirklich gerne. Seine Musik ist unglaublich. Ich liebe seine Arbeit. Die Art und Weise, wie er verschiedene Elemente einbezieht, ist beeindruckend. Ja, es ist inspirierend. Haben Sie versucht, lokalen Fusion-Bands zuzuhören?
Ja, es gibt eine tolle Band in der Stadt, die jetzt mit Funk mischt. Das hört sich lustig an. Wir sollten sie uns gemeinsam ansehen. Lektion 22. Stillvolle Lux. Es sieht jetzt stillvoll aus. Beeindruckend. Was ist mit dem kaputten Teil? Ich freue mich, dass es dir gefällt. Das defekte Teil muss ersetzt werden. Hast du schon einen Ersatz gefunden? Noch nicht. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem richtigen Stück. Ich kann Ihnen bei der Suche helfen. Mit einer zweiten Meinung ist es immer einfacher. Das wäre großartig. Ich schätze Ihre Hilfe. Kein Problem. Wir finden etwas, das perfekt passt. Ich hoffe es. Ich möchte, dass es so gut wie neu aussieht. Ich bin sicher, dass uns das gemeinsam gelingen wird. Beginnen wir unsere Suche. Lektion 23. Motiviert bleiben. Zu den Tipps, um motiviert zu bleiben, gehören das Setzen von Zielen und das Verfolgen von Fortschritten. Ruf. Ziele geben uns die Richtung. Wie verfolgen Sie Ihre? Ich verwende einen Planer, um meine Ziele und Fristen aufzuschreiben. Das ist eine gute Idee. Für Erinnerungen nutze ich lieber eine App. Apps können wirklich hilfreich sein. Sie sorgen dafür, dass alles organisiert ist. Genau. Was für Ziel setzen Sie sich? Ich konzentriere mich sowohl auf persönliche als auch auf berufliche Ziele. Was ist mit dir? Ich setze Fitnessziele und Lernziele. Sie halten mich herausgefordert. Das ist fantastisch. Motivieren wir uns gegenseitig, unsere Ziele zu erreichen. Lektion 24. Einkaufstass. Stört es dich, wenn ich einkaufen gehe? Gar nicht. Sie werden viel Spaß beim Erkunden haben. Worauf achten Sie normalerweise beim Einkaufen? Ich liebe es, einzigartige Kleidung und Accessoires zu finden. Das klingt spannend. Hast du einen Lieblingsladen? Ja, es gibt eine kleine Boutique in der Innenstadt, die ich liebe. Ich sollte es mir ansehen. Haben Sie gute Umsätze? Ja, besonders in den Ferien. Großartig. Ich kann es kaum erwarten, mit dir einkaufen zu gehen. Lektion 25. Franklins Neugier. Haben Sie schon von Franklins Druckerei gehört? Es war wirklich erfolgreich. Ja, ich habe gelesen, dass er sich auch sehr für Naturwissenschaften interessierte. Was hat er getan? Er führte viele Experimente durch. Er studierte zum Beispiel Elektrizität. Das ist faszinierend. Hat er etwas Wichtiges erfunden? Ja, er hat den Pizzableiter erfunden. Das war damals eine große Sache. Pfiff. Er hat wirklich seine Interessen vereint. Was hat er sonst noch erforscht? Er untersuchte auch den Golfstrom. Er erstellte Karten, um den Seeleuten zu helfen. Das ist beeindruckend. Es zeigt, wie neugierig er auf die Welt war. Genau, Neugier kann zu erstaunlichen Entdeckungen führen. Lektion 26. Herausforderungen des Lebens. Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass in Ihrem Leben etwas nicht stimmt? Ja, das geht mir oft so.
Es kann manchmal überwältigend sein. Was verursacht Ihrer Meinung nach diese Gefühle? Ich denke, es kann an vielen Dingen liegen, zum Beispiel an Stress oder persönlichen Problemen. Finden Sie es hilfreich, darüber zu sprechen? Definitiv. Das Teilen trägt dazu bei, die Belastung zu verringern. Wie wäre es mit Pausen? Glaubst du, das hilft? Eine kleine Auszeit kann Ihre Perspektive verändern. Ich stimme zu, manchmal kann es schon Klarheit schaffen, wenn man einfach zurücktritt. Lektion 27: Strandabenteuer. Liebst du es, an den Strand zu gehen? Ja, Surfen ist einer meiner Lieblingssportarten. Das klingt spannend. Hast du es schon oft probiert? Ich versuche zu gehen, wann immer ich kann. Die Wellen sind aufregend. Ich kann es mir vorstellen. Was genießen Sie sonst noch am Strand? Ich liebe es, Sandburgen zu bauen und Muscheln zu sammeln. Das sind lustige Aktivitäten. Haben Sie dort schon einmal einen Sonnenuntergang gesehen? Ja, die Sonnenuntergänge am Strand sind atemberaubend. Das würde ich gerne einmal erleben. Lektion 28: Italienische Küche. Ich habe viel über die italienische Küche gehört. Es ist erstaunlich. Die Aromen sind so reichhaltig und vielfältig. Welche Gerichte empfehlen Sie zuerst zu probieren? Auf jeden Fall Pasta und Pizza, aber vergessen Sie nicht das Gelato. Gelato hört sich lecker an. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Sie sollten auch Bruschetta probieren. Es ist eine perfekte Vorspeise. Ich liebe es, neue Vorspeisen auszuprobieren. Sie geben immer den Ton für das Essen an. Ja, beim italienischen Essen dreht sich alles ums gemeinsame Teilen und Genießen. Klingt für mich nach einer wunderbaren Erfahrung. Lektion 29: Fotoalben. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie Ihr Fotoalbum organisieren sollen? Ja, ich denke, das Hinzufügen von Umschlägen für zusätzliche Fotos ist eine tolle Idee. Es sorgt für Ordnung und sorgt für mehr Erinnerungen. Ja, außerdem verleiht es dem Album eine persönliche Note. Haben Sie spezielle Themen für Ihre Alben? Ich ordne sie gerne nach Jahreszeiten oder Ereignissen. Das macht Sinn. Es macht Spaß, auf diese Zeiten zurückzublicken. Ruf. Jedes Album erzählt eine einzigartige Geschichte. Ich liebe dieses Konzept. Dadurch bleiben Erinnerungen länger erhalten. Lektion 30: Reiseplanung. Freust du dich auf deine bevorstehende Reise? Ja, ich kann es kaum erwarten. Wir sollten alles sorgfältig planen. Vereinbart. Vorausschauendes Planen hilft, Lastminute Stress zu vermeiden. Und es stellt sicher, dass wir jeden Moment der Reise genießen. Was sollten wir als erstes planen? Beginnen wir mit der Unterkunft. Es ist immer sicherer, im Voraus zu buchen. Das ist eine gute Idee. Ich helfe bei der Recherche. Perfekt. Gemeinsam finden wir die besten Möglichkeiten. Teamarbeit erleichtert die Planung erheblich. Lektion 31: Inklusion ist wichtig.
Finden Sie, dass Inklusion in Gruppen wichtig ist? Ja, wenn sich alle einbezogen fühlen, sind sie engagierter. Das stimmt. Es baut eine stärkere Gemeinschaft auf. Ja, Inklusion fördert Kreativität und Zusammenarbeit. Wie können wir Inklusion in unseren Aktivitäten fördern? Wir können jeden dazu ermutigen, seine Ideen zu teilen. Das ist ein toller Anfang. Der Schlüssel besteht darin, Raum für alle Stimmen zu schaffen. Es- Und es hilft jedem, sich wertgeschätzt und respektiert zu fühlen. Ich liebe es, wie Inklusion eine Gruppendynamik verändern kann. Lektion 32: Stadtflucht. Ich wollte schon seit einiger Zeit der Stadt entfliehen. Das klingt erfrischend. Irgendwelche Orte im Sinn. Vielleicht eine Hütte in den Bergen oder ein Strandhaus. Beide klingen großartig. Die Natur kann so beruhigend sein. Ich stimme zu. Bevorzugen Sie die Berge oder den Strand? Ich liebe den Strand. Das Rauschen der Wellen ist so beruhigend. Ich kann verstehen, warum. Ein Strandurlaub wäre perfekt. Ja, lasst uns bald einen Wochenendausflug planen. Ich freue mich schon darauf. Lektion 33: Besondere Mahlzeiten. Hatten Sie in letzter Zeit etwas Besonderes zu essen? Nicht wirklich, nur ein Sandwich aus dem Café. Manchmal sind einfache Mahlzeiten jedoch die besten. Ja, aber ich vermisse es, neue Lebensmittel auszuprobieren. Was war die letzte besondere Mahlzeit, die Sie genossen haben? Letzten Monat hatte ich ein schönes Abendessen in einem neuen Restaurant. Das klingt wunderbar. Was hast du gegessen? Ich habe ihr Meeresfrüchte Perla probiert. Es hat sehr gut geschmeckt. Das muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Lektion 34: Einkaufsliste. Was steht heute auf Ihrer Einkaufsliste? Ich brauche Milch, Brot, Eier und etwas Obst. Klingt nach einer gesunden Liste. Ja, was ist mit dir? Ich brauche ein paar Snacks und ein paar Getränke. Großartig. Sorgen wir dafür, dass wir nichts vergessen. Vereinbart. Ein guter Einkaufsplan macht es einfacher. Außerdem können wir im Laden Zeit sparen. Genau. Dann lasst uns loslegen. Lektion 35: Gemeinsam erkunden. Ich möchte bald einen neuen Standort erkunden. Das klingt erstaunlich. Du denkst du. Vielleicht eine nahegelegene Stadt oder ein Nationalpark. Beide Optionen klingen großartig. Ich liebe die Natur, daher könnte ein Park erfrischend sein. Und Stadterkundungen können auch so viel Spaß machen. Wahr. Wir könnten beides an verschiedenen Wochenenden machen. Das ist eine perfekte Idee. Lasst uns bald unser erstes Abenteuer planen.